Fangt endlich an zu laden. Wo bleibt das Essen? Wir haben noch Zeit. Wir haben keine Zeit mehr. Aber erst die Abwaage. Gib mir mehr Chaos. Oh Gott, er ist Ich wach. muss jetzt essen. Was macht ihr da? Lade ihn endlich auf. Alter, seid Stefan? Howdy, howdy, boys and girls. You here too? Good to see you. Wie lange hast du das einstudiert? 5 Sekunden. Markus wird einfach ausgelacht, von daher haben wir rechts neben uns. Wirklich? Leute, wir sind zurück. Olympia-Weekend ist vorbei. Und was soll ich euch sagen? Dreimal auf die Reisen erraten, wo die Reise hingeht. Sie geht weiter, denn ich ziehe erstmal den Hut vor euch, vor der geisteskranken Bear Army, was ein Support, der erst übers Wochenende da gelassen wurde. Und wir befinden uns schon braun gebrannt. Aber du warst schon mal duschen danach? Ich war schon einige Male duschen danach. Das wird sich aber auch noch so halten. Befinden wir uns braun gebrannt und mit unseren Cowboy-Hüten ausgestattet auf dem Weg nach Texas, denn am Wochenende ist wieder Wettkampf. Samstag stehe ich wieder auf der Bühne und die Videoreihe geht weiter. Freunde, wir haben beim Olympia abgerissen und jetzt wird Texas die Bude abgerissen. Texas Pro. Wir fliegen jetzt nach Houston. Es ist 11:13 Uhr am Morgen. Es ist Mittwoch und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß mit den Texas Vlogs, Texas Videos. Das Haus, was die Dame wieder gebucht hat, ist auf jeden Fall ums Dreifache günstiger als das Airbnb, wo wir jetzt drin waren, aber hat einfach wie viel Zimmer? Das können wir ja nachher einfach zeigen in der Roomtour. Oh Genau. ja. Jetzt heißt es erstmal den Flug überstehen und dann sehen wir uns wieder in Yeehaw! Texas, baby. Thank you. One more. Hello. Hallo. Just wait 1 second. Yes. Perfect. Thank Thank you. you. Jetzt 2,5 Stunden. Houston und dann fahren wir von dort aus nach San Antonio. San Marcos. Oh scheiße, ich habe eben geschrieben San Antonio. Perfekt. Seit 3 Wochen Gut. haben wir die Diskussion in Texas mit Dallas, San Antonio. Weil ich suche noch einen Therapeut und dann habe ich jetzt habe ich ungefähr 10 Leute angeschrieben, dass die mir in San Antonio und Ja, 40 Minuten ist okay. ja, Ach, das ist gar nicht so weit weg? Ja, was heißt weit? Right behind you, folks. Mimosa or water? Mimosa or water, honey? Okay, thank you. ja, in diesem Mimosa or water here, folks. Thank you. For you, hun? No, mimosa or water, hun. Na gut. Mimosa or water, hun. Sekt vielleicht. You're good, no worries. Mimosa or water here, mimosa. About you, Dann dear, sehen wir uns mimosa or gleich. water. Schnarch nicht so laut machen. Ich schnarche nicht. Jetzt hörst du den Bären von hinten. Welcome Texas! Deinen Hut anziehen. Ja klar. Also wenn wir uns die Läuse holen, dann alle zusammen. So, Gute Einstellung, Mann. Flug war von 1 bis 10 eigentlich eine 8,5, also sehr angenehm. Guck mal, da gibt es ein Hundeklo. Tatsächlich. Eine Auslaufstation, mega. Genau, jetzt heißt es Gepäck holen, Mietwagen holen und ab in die Kassa. Wir haben uns eine Stunde Zeit gut gemacht in der Luft. Also hier ist wieder etwas Zeitverschiebung, 1 Stunde zurück. Für mich heute natürlich absolut beschissen, der fast nichts zu fressen kriegt. Der darf jetzt noch 1 Stunde länger warten, aber ganz ehrlich, ich fresse auf Dreck, um am Freitag das Gewicht zu schaffen. Das ist eine Challenge, der stelle ich mir, daran wächst ihr, ist gut für die Disziplin, gut fürs Teambuilding. Ich bin auf jeden Fall im Arsch, ich sag's euch wie es ist, aber wir holen jetzt den Karren und wenn wir im Airbnb sind, kann ich mich ausruhen. Junge, Verschatzi, was hast du da für einen Karren rausgeholt? Da brauchen wir gar kein Airbnb mehr. Alter, was für ein Schiff.
Kann ich den auch mal fahren? Nein. Wir haben ein sicheres Auto mit genug Schnauzone. Wir haben texanische, breite, hoffentlich breite Straßen und eine wunderschöne Fahrt vor uns mit 3 wunderbaren Menschen und können uns gerne unterhalten, vielleicht ein bisschen texanische Musik hören. Soll ich? Einen kleinen Nap machen. Und ja, eine gute Fahrt durch Texas haben. Man muss die Momente auch irgendwo genießen, wisst ihr? Texas Country. Das versuche ich mir mal vor Augen zu führen. Das Olympiawochenende war so schnell vorbei, das könnt ihr euch gar nicht glauben. Der Samstag, der ist verflogen, ey. Ist schon gefühlt ein Jahr her für mich im Kopf. Also es ist... Oh, my exes live in Texas. But it brings to mind another time. Wieder im Starbucks. Wieder am Start und hier haben wir Splenda. Denn warum mache ich unter anderem den Wettkampf? Ich habe es auf Insta schon gesagt. Nicht nur um einen weiteren Win zu holen und mich mit Leuten zu battlen, sondern auch um Sachen auszuprobieren. Und da ich ja letzte Peak Week auf Süßstoffe komplett verzichtet habe, probiere ich es diese Woche wieder mit. Also jetzt nicht im Übermaß, aber so ein bisschen. Hier haben wir auch Süßstoff, das ballere ich mir in meinen Kaffee. Und ja, so ein paar Sachen werden auf jeden Fall dieses Wochenende noch kommen, wo wir ausprobieren, ein bisschen anders machen werden. So krass, einmal weihnachtlich geworden durch diese Designs. Ist dir das aufgefallen? Ja, ist ja auch bald Weihnachten. Ja, aber davor war hier Halloween ausgerichtet. Ah. Ist dir nicht aufgefallen, gell? Nee. Mir schon. Als Starbucks-Kennerin und... Verpackungsopfer. Richtiges Verpackung. Salz abgewogen. So, 250 Gramm Kartoffeln, 200 Gramm Chicken und 100 Gramm Spargel. Gut hast du gemacht, Schatz. Gut hast du es gemacht, Schatz. Okay, ich muss mir ganz dringend was Klo. Ja. Welcome to Texas, baby. Yeah! Da sind wir da, Leute. Wir haben abgegradet. Wir haben ein biggeres Auto. Yes. Und wir haben eine biggere Crib. Wir haben eine größere Fahne. Wir haben eine größere Mütze. Und wir haben hoffentlich auch dickere Muskeln. Und gestern sind wir hier angekommen. Das Ganze, by the way, für günstigeres Geld als in Orlando. Also ich habe gerade morgens, dass wir die Zeit auch festhalten, um kurz vor 9 meinen allmorgendlichen Spaziergang gemacht. Und es ist immer wieder geil, den an verschiedenen Locations auf der Welt zu machen. Ich erinnere mich an Rio de Janeiro, ich erinnere mich an Italien, ich erinnere mich an Spanien und jetzt erinnere ich mich an Island, das war auch witzig. Jetzt erinnere ich mich hier an Texas. Ich bin die Straße runtergelaufen und ich war einfach fasziniert. Es ist so geil, es ist so weitläufig, mir gefällt es hier richtig gut, muss ich sagen. Wir haben ja, gestern eine ziemlich stressige Anreise gehabt. Ich war da auch echt im Arsch, aber ihr wisst ja, die ganze Prep wird so real mitgenommen, wie es geht, und euch so tiefe Einblicke wie möglich gezeigt. Deswegen, gestern war ich nicht mehr in der Lage, da noch irgendwas zu filmen. Heute bin ich aufgewacht, dachte mir, hey, eigentlich kann ich dankbar sein für das Ganze, was wir hier machen. Es hat mir dann nach dem Morgenspaziergang nochmal so einen Energieschub gegeben und jetzt dachte ich mir, komm, zeige ich euch mal die Bude da drin, denn die ist ziemlich groß und so fängt es auch schon mal an, so wird man hier begrüßt. Also der Nationalstolz hier ist nochmal um einiges größer als in den anderen Staaten, habe ich das Gefühl. So.
Die bomben wir rein. Den Hut, den lassen wir mal im Auto. Vielleicht rock ich den heute im Gym. Wer weiß. Und wir ziehen wieder feinstes, ihr kennt den Assassinen-Modus. Feinste Miracle-Ware ab. Könnt ihr jetzt noch im Shop erwerben und auch die Olympia-Boxen könnt ihr noch ein paar abstauben. Deswegen Link unten abchecken und auf direktem Wege supporten. Aber der treue Zuschauer weiß, wenn der Hoodie an ist, wenn die Kapuze sitzt, sind wir wieder im Assassinen-Modus. Es ist immer ein Husarenritt. Morgen ist die Abwaage beim Wettkampf und das Gewicht, das muss auf jeden Fall noch runter. Deswegen heute auch zum ersten Mal in der ganzen Vorbereitung. Das feiere ich irgendwie. Alice spielt damit immer rum. Aber, was ich sagen wollte, es gibt zum ersten Mal in der ganzen Prep einen Zero Carb Day. Wie lange mein Lachen mir noch im Gesicht bleibt, das schauen wir. Aber ich glaube, ein Full Day of Eating könnte nicht spannender sein heute. Das heißt nochmal 10 Liter Wasser, 8 Gramm Salz, keine Carbs und später noch eine Oberkörper-Pump-Session. Ich bin gespannt, was mit dem Körper passiert, wie er sich verändert etc. Und genau, dann schauen wir, dass wir uns da morgen einpendeln für die Waage. Des Weiteren ist die morgen um 17 Uhr. Also es wird ein MMA-Style-Wagen-Ding mit auf jeden Fall in die Waage reinfasten. Habe ich aber damals auch schon in Kuwait gemacht und da hatte ich noch ganz andere Struggles. Deswegen, es ist eine Herausforderung. Es ist wieder was Neues. Wir probieren wieder andere Sachen aus und man lernt wieder mehr über den Körper. Aber jetzt lernt ihr erstmal unsere Bude kennen. Kommt mal rein. Hier. Das habe ich gesehen. Da musst du dich eigentlich schon mal reinsetzen. Das habe ich gesehen, die sind so verstaubt. Da kriege ich gleich von Alice noch ein dickes Brett, wenn ich den Pulli wieder voll staub. Hat mich gleich an meine Oma in Polen erinnert. Die hatte nämlich so ein Ding immer zu Hause stehen. Also klar, jetzt nicht aus Holz, aber aus so einem gewebten Ding. Und da habe ich mich als Kind immer zu dolle reingekippt und dann ist es einmal nach hinten gefallen. Meine Oma meint nur so, geschieht dir recht, Junge, und jetzt steh auf und guck, dass du den Stuhl wieder hinstellst. Gute alte, harte Erziehung, die hat auf jeden Fall noch nie geschadet. Hier sind, by the way, auch Rehe. Das ist unfassbar krass, wie zahm die sind. Ich habe es gerade schon in der Insta-Story aufgenommen. Richtig geil, also ich brauche zwar auch die Stadt, ich brauche so ein Stadtleben, auch ein bisschen Chaos, ein bisschen Kultur, aber ganz ehrlich, die Ruhe, die du hier hast, wie lange hatten wir die nicht mehr? Keine Ahnung, in Stuart, Grüße gehen raus an den Zug, der heizt da wahrscheinlich gerade schon ein. In Orlando hattest du auch immer irgendwelche Geräusche und hier ist einfach nichts. Das ist schon herrlich für so einen aus dem Dorf kommenden Junge wie mich. Jetzt gucken wir aber mal rein in die Judestube. Ich habe so viele Nachrichten zu den roten Adiletten bekommen. Ja, die machen immer noch ihren Job. Die haben gut durchgehalten den Olympia über. Und hier kommen wir zu einem entspannten Eingangsbereich. Weiß nicht, das habe ich gerade nämlich auch probiert. Hier gibt es nämlich an der Seite noch so Lichter, das kannst du hier hochdrücken. Und da kannst du auch irgendwas machen, aber gefällt mir das deutsche Licht besser. Entweder an oder aus, Junge. Das ist so eine Spielecke. Hier haben wir eine Spielecke. Da werde ich Markus auf jeden Fall erstmal noch auf eine Partie Schach einladen beim Wettkampf. Oder auf Jenga. Jenga mag ich eigentlich sehr. Jenga war eins meiner Lieblingsspiele als Kind. Aber so viel Stimulantien, wie ich jetzt im System habe, werde ich da wahrscheinlich nicht mal den ersten Pflock rausziehen können. Meinst du einfach direkt um? Weg damit. Monopoly auch sehr geil. Ja, vielleicht reicht die Zeit noch irgendwie und wir können. Gut, Monopoly ist immer ziemlich zeitintensiv, aber spätestens hier am Tischkicker. Ist gar nicht meins. Wird hier Polska gegen. Was ist denn?
Ja, Dortmund ist es auch nicht gelb-weiß. Schreibt es in die Kommentare, welcher Fußballverein gelb-weiß ist. Aber Fußball kann uns gestohlen bleiben. Könntest du ja auch hier ein bisschen Lektüre, ein bisschen lesen. Ich wollte gerade sagen, ob ich hier irgendwas Gutes dabei ist, aber das sind alles texianische Bücher. Und meine Bücher habe ich selbst dabei, die ich eigentlich lesen wollte, aber ja, weit bin ich mit denen eher nicht gekommen. Liebe Grüße an meine Freunde beim Hatay-Juwelier. Die Bärenkralle ist natürlich auch noch dabei. Die lasse ich aber extra hier so stehen, dass ich die ja nicht vergesse. Also genau, da freue ich mich auch wieder bei den Jungs und meinem Bruder George vorbeizuschauen. Grüße in die Heimat. Hier auf jeden Fall was ganz Krankes. Das ist immer noch nicht geöffnet. Ich werde das auch verschweißt lassen. Ich sag's dir, wie es ist. Weil ich bin ja einer. Ich meine, ein paar Füchse gibt es in der Community auch, die sich jetzt die Olympia-Box zum Beispiel zweimal bestellt haben und eine verschweißt lassen. Das sind einfach fucking Mr. Olympia 23 Trading Cards. Also ich habe sozusagen wie meine eigenen Pokémon-Karten. Und da sind auch welche von mir mit drin, mit meiner Unterschrift. Sibam ist drin, Ramon ist drin, alle Olympia, also alle sozusagen Top-Olympia-Athleten haben da ihre Karten. Und ja, ich drückt die Daumen, ich habe versucht bei den Produzenten noch 2 von denen klar zu machen und 2 davon verlose ich dann einfach. Sehr geil. Das bin ich euch schuldig. Die gibt es nämlich in Deutschland nicht zu erwerben. Habe gleichzeitig auch gefragt für den europäischen Markt, was da abgeht. Antwort habe ich noch nicht bekommen, aber ich bin dran. Glaub mir, wenn einer das durchsetzen kann, dann ist es Alice, wenn die Druck macht. So. Apropos Alice. Ja, die ist schon fleißig. Die, muss man sagen, zieht echt durch. Oder wir alle haben so eine leichte schnupfrige Nase, so ein bisschen erkältet. Das ist nicht optimal, wir versuchen das natürlich auszukurieren. Aber die zieht hier trotzdem eisern durch. Ich war gestern alleine einkaufen. Habt ihr da was gefilmt eigentlich? Nee. Nee, habt ihr nicht, aber das glaube ich euch auch, weil ja, da waren schon alle schon nervlich am Ende gestern Abend, das hat man gemerkt. Und deswegen, die hat gestern einfach noch eingekauft hier mit Markus. Bei mir war total Schaden, ich musste mich gestern einfach hinlegen. Aber kommen wir auch zum wichtigsten Teil der Küche. Ich schnapp mir erstmal schon Wasser, denn heute ist Wasser noch ganz wichtig. Morgen ist dann Wasser erstmal den hier. Es wird dann das Wasser rausgeklopft. Aber heute ist es noch am Start, deswegen ja, wunderschön. Wir haben hier eine kleine Kaffeeecke mit verschiedenen Kaffeesorten. Hier den Espresso, den tue ich mir noch aufbewahren, denn ich habe gehört, die Kombination aus Wodka und Espresso soll ziemlich gut funktionieren am Morgen, aber wir warten das Wochenende noch ab. Erstmal ist eine andere Mission. So, weiter geht's. Kommen wir auch schon zum wichtigsten Teil, und zwar der Küche. Hier brodelt mein Essen. Wir haben Chicken. Ich weiß nicht, wie viel ist. Ich glaube 750 Gramm. Da ist die Herren des Hauses. Ich habe schon gesagt, dass die wirklich Olympia hat die schon viel geleistet. Schatzi, was sagen wir zu der Küche? Es ist Paradies. Die Mission ist einfach so geil. Okay. Es ist unfassbar nice. Und natürlich haben wir das Wichtigste auch schon wieder mit am Start. Perfekt für unterwegs natürlich. Alle Proben, Daily am Start, EAAs am Start, ein bisschen Whey am Start. Und hier drüben natürlich auch alle Subs mit dabei. Von A bis Z, kennt ihr ja. Und das hier ist, by the way, mein Frühstück für heute. Das ist Meal One. Genau. Sieht schon lecker aus. Ja, das ist ganz geil auf jeden Fall. Ansonsten haben wir da drüben den Wohnbereich. Ja. Mit einer guten Glotze, mit wahrscheinlich, den muss ich euch zeigen, wahrscheinlich den chilligsten Sesseln
Eigentlich will ich mich da jetzt nicht rein chillen. Aber ich mach's für euch. Ich weiß noch nicht, ob ich dann wieder aufstehe. Das Ding brauche ich auf jeden Fall zu Hause. So kann es sich leben lassen. So würde ich auch versuchen, die nächsten Tage hier drin zu gammeln. Wir haben eine coole Glotze. Jay's on my feet. Jay's on my feet. Ja, welcome to the ranch. Und natürlich fällt einem direkt der texanische Smoker ins Auge. Ich bin da auch gerade morgens durchspaziert. Ich sag's euch, jeder Nachbar hat so ein Ding. Und guckt mal, wie freiläufig das ist. Also, lass mich nicht lügen, ich habe mit ein paar Leuten geredet, die hierher gezogen sind. Ich glaube, für so ein Grundstück zahlst du zwischen 600 und 700 Nachos im Monat. Das ist echt so wenig. Das zahle ich für meine Bude in Berlin und das ist abartig, das ist nichts. Und du kannst hier theoretisch, könnte ich mir da hinten ein kleines Schloss drauf bauen und das interessiert die Leute nicht. Ja, wir kommen auf jeden Fall zurück nach Texas. Das habe ich mir heute Morgen beim Spazieren auch gedacht. A, um ins Metroflex Gym zu Ronnie Coleman, Gedenkstätte zu gehen sozusagen, wo alles bei ihm angefangen hat. Und um einmal richtig texanisches Barbecue zu essen. Das bleibt uns dieses Mal erspart, aber das sind so zwei Dinge, die muss ich auf jeden Fall noch von der Agenda streichen, weil es fehlen mir, eigentlich in meinem Repertoire fehlen mir zwei Legenden, mit denen ich noch gern trainieren will. Das ist einmal Coleman, beziehungsweise richtig kennenlernen will, einmal Coleman, weil richtig trainieren kann er nicht mehr, und Tom Platz, Beintraining. Das wären schon so zwei Dinger, ja, die muss ich noch irgendwie klar machen und deswegen I'll be back. Ja, hier sonst draußen noch ein Esstisch. Es ist recht kühl für, also es ist warm, aber es ist recht kühl für texanische Verhältnisse. Da kamen sie auch alle erstmal um die Ecke und sagen, oh, we have a cold front, so, es ist mega kalt, seid gewappnet. Ich denke mir, Junge, komm einmal nach Berlin, dann weißt du, was eine Cold Front ist. Es gibt alles in diesem Haus, alles, aber es gibt keinen Trichter. Und was haben wir vergessen? Den treuesten Wegbegleiter der Prep. Hier ist, by the way, Alices Schlafzimmer. So, Daily am Start. Das sind 1,5 Liter hier. Und da trinke ich jetzt ein bisschen was raus, fülle noch meine Hälfte nach. Weil so haben wir einfach 2 Liter Flüssigkeit direkt drin. Dann habe ich heute schon die 3 Liter am Start. Sour Power, Charlotte rein. Wir haben aber jetzt auch neu am Start für gute Abwechslung Raspberry Iced Tea. Und wir haben auch Ananas Coconut, hat so ein Pina Colada Vibe, wer darauf abfährt. Jetzt saufe ich mir das rein und dann warte ich immer so einen Moment, dass das Glutamin, was auch im Daily enthalten ist, schön aufgenommen wird, das Kreatin, und das Leucin sorgt dann mit der ersten Mahlzeit für einen richtig geilen Protein-Synthese-Spike. Also ihr habt dann den optimalen Aminosäurenpool mit dem Essen und mit dem Daily zusammen verbunden. Deswegen sehr, sehr sinnvolles, geiles Produkt, solltet ihr euch auf jeden Fall mal holen bei esn.com und Code Polacco natürlich in die Tasten hauen. Wir haben gestern Abend noch drüber geredet, über WG-Leben. Ich hasse WGs. Ich auch. Egal bei welcher WG ich zu Besuch war oder egal bei welcher WG ich jeden Abstecher gemacht habe, es war immer schrecklich. Mein Kaffee habe ich getrunken. Beruhigt hast du dich nicht? Beruhigt habe ich mich nicht. Denn jetzt wird nochmal nachgestöckt. Wir haben ihn wieder da. Und wir machen uns ready fürs Training. Das bringt gerade ein bisschen Arnold Classics 2022 Vibes rein. Denn da war ich für die letzten Wochen meiner Vorbereitung mein Pre-Workout-Meal 50 Gramm Whey-Isolat und 2 Gramm Salz. Kommt auch der legendäre Mikrowellenkuchen wieder zum Einsatz.
Wisst ihr, wenn ihr ankommt bei Lemon Protein mit Salz, dann wisst ihr wirklich, jetzt seid ihr in der Vorbereitung angekommen. Hi Mädels, wir machen heute einen super geilen Fudgy Lemon Cake aus dem Mikro. Dafür braucht ihr nur 2 ganz einfache Zutaten. Mal diese süße Schüssel an, was ich hier habe. Und zwar braucht ihr Whey und Salz. Fitnessrezept für 2023. Magerquark, Flavpulver und Whey. Oh, das Salz hat lieber ein Shaker, ja. Ja. Hier habt ihr euren Fudgy-Kuchen. Jetzt kommt wieder das gute Blatt Papier zum Einsatz. Und heute Crank Pump Pro Peached Iced Tea, denn an Koffein sind wir auf jeden Fall versorgt. Ein Oberkörperpump-Training steht an. Nichts Verrücktes, nicht extremes Gewicht. Den Muskel durchbluten, bevor man ans Versagen kommt, so 2, 3 Wiederholungen vorher aufhören. Und da muss ich mich jetzt auch wirklich dran halten. Ich werde mir heute auch keine Zughilfen und so mitnehmen, weil ich nicht so schwer machen will, dass ich eben den brauche, und ich mit dem Gewicht, mit dem ich trainieren werde, kann ich den Rückenmuskel auch so sehr, sehr gut ansteuern. Also von dem her, genau, steht das an. Danach gibt es noch einen Formcheck, den schicke ich dann Stefan nach Hause. Und dann sollte der Job erledigt sein. Dann heißt es morgen Tag der Abwaage. Wir gehen nochmal kurz einkaufen nach dem Training und... Was ist mit der Rasur? Stimmt, also der nackte Mann wird auch nochmal ein bisschen nachenthaart. Wir sehen uns gleich im Gym. Ein Satz Überzüge noch, dann super Satz Bizeps, Trizeps, dann kommen wir auch gut hin.
Was ich gerade realisiert habe, Leute, es war schon wieder das letzte Training, bevor wir wieder auf die Bühne gehen. Und es fühlt sich so, es fühlt sich fast schon so an, als wäre es ein Weekly Business, was es ja auch gerade ist. Und das ist was Schönes, denn die Routine ist da. Wir haben Oberkörper durchgebolzt. Jetzt, dann haben wir Stefan angerufen, Formcheck seht ihr. Haben einen Call gemacht, nochmal drüber geguckt, dass alles passt. Es passt alles. Wasser muss noch ein bisschen raus, aber das kriegen wir alles gebacken. Deswegen ist auch geil, dass ihr mit dabei seid, denn das wird extrem interessant für euch. Und wir kaufen heute schon direkt ein paar Sachen fürs Laden, da wir morgen nur ein bedingtes Zeitfenster haben. Darauf komme ich aber später noch zu sprechen. Es sind auch noch ein paar Kleinigkeiten, die kennt ihr noch von den Olympia-Videos. Vielleicht brauchst du noch einen Banana-Keeper. Niemals. Für einen Rückflug, ja. Weiß, aber nicht für heute. So, jetzt brauchen wir noch Honig und wir brauchen noch Mandelmus. Heute wird es kein Honigbär, sondern wir supporten heute den Local. Support your Local von der Good Flow Honey Juice Company, Austin, Texas. Also bevor man dann jetzt irgendein ausländisches Importprodukt nimmt, auch wenn Organic draufsteht, dann nehme ich lieber das hier, da wisst ihr Bescheid, ist es optimal. Und Maranatha Almond Butter, no sugar or salt added, nehmen wir auch mit. Aber vom lieben Antoine haben wir daheim noch eine Almond Butter, aber ich weiß nicht, ob die reicht, deswegen gehen wir auf Nummer sicher und nehmen noch eine mit. So, da sind wir wieder zu Hause und es gibt Post-Workout-Meal, und zwar Huhn und Spargel. So sieht's aus. Das wird sich jetzt genehmigt. Jetzt haben schon ein paar Leute gefragt, warum isst du denn Spargel? Vielleicht die, was von euch Bodybuilding noch nicht so lange verfolgen oder durch mich angefangen haben zu schauen. Spargel hat eine ganz besondere Eigenschaft, und zwar wirkt der natürlich entwässernd. Und das kennt ihr ja, wenn ihr Spargel isst, die Pibi, die stinkt dann immer ein bisschen. Und da wir ja morgen die Waage machen müssen und das Wasser sozusagen raus muss, ja, weiß ich davon ziemlich viel heute. Ansonsten, ja, warum muss ich jetzt Gewicht machen für die Waage? Haben sich auch bestimmt einige gefragt. Wer den Carb-Up für Olympia gesehen hat und die über 1700 Gramm Kohlenhydrate, die da geladen wurden und die Entwässerung, die gemacht wurde. Es gibt auf eine Aktion immer eine Reaktion und klar, der Körper zieht dann auch nach dem Wettkampf Wasser, wenn man den entwässert. Reaktion, dann war ich 3-4 Kilo schwerer, obwohl ich jetzt keinen Scheiß nach dem Wettkampf gegessen habe. Das ist ganz normal, deswegen versucht man wieder viel zu trinken und das Ganze wieder auszuschwemmen und ja, dann die Kohlenhydrate zu reduzieren. Der Plan, ja, muss auf jeden Fall bis morgen aufgehen und dann schauen wir mal, sowas wie Sauna kann man immer noch machen, wenn es dann gewichtstechnisch nicht passt. Aber ja, ist auch immer spannend zwischen den Wettkämpfen zu beobachten, wie funktioniert der Körper, was passiert. Manche ziehen viel Wasser, andere gar nicht. Da habe ich mit dem Chris, Gym 26, liebe Grüße auch, stand das erste Jahr auf dem Olympia, ein Deutscher, in der Klasse. Habe ich auch viel mit dem geredet, der hat ja auch fast das Gewicht für Olympia nicht geschafft, weil er so einen harten Rebound hatte nach seiner Spanien-Show. Also ist immer interessant bei so Back-to-Back-Shows, deswegen. Rein mit dem Spargel.
Ich rasiere meinen Nippel für YouTube. Jetzt ist es demonetarisiert. Ja, jetzt ist es auf jeden Fall durch. Was kommt jetzt? Jetzt duscht er sich. Danach wird gemäustert mit dieser Body Lotion. Richtig cool. Damit der Mann wenigstens ein bisschen Feuchtigkeit noch in den Geweben abbekommt. Das wird richtig trocken, wenn die Creme nicht direkt einzieht. Ja. Weiterhin Zero Carbs. Mahlzeit. Frisch geduscht, frisch rasiert und frisch gemoisturized. Gibt es eine Runde Huhn und Spargel. Und another liter water. Ja, und in diesem Sinne verabschiede ich mich fürs heutige Video. Morgen wird es spannend. Dranbleiben, da geht es um die Waage. Gucken, was morgen passiert, was ansteht, was gemacht werden muss, wie der Tag gestaltet wird. Also nochmal pures Bodybuilding, ihr seid hautnah dabei. In diesem Sinne sage ich aber erstmal mit dem mir Adios. Wir haben es knapp 18 Uhr. Davon kommt noch eins und dann der letzte Pudding. Kennt ihr ja. Und ja, in diesem Sinne, nothing more to add. Hinter den Tag können wir auf jeden Fall einen erfolgreichen Haken machen. Wir haben alles abgearbeitet, alles erledigt und ja, mehr kann ich nicht geben, als ich heute gegeben habe. Genau, seid fleißig im Algo, kommentiert, drückt die Daumen und dann schauen wir, wie der Tag morgen verläuft. In diesem Sinne, der Bär ist raus, gut Kick und bis zum nächsten Mal.